Bei deinem E-Auto gibt es besondere Dinge zu beachten, wenn du es richtig fit fürs Frühjahr machen willst. Und welche das sind, das zeige ich dir jetzt. Das Auto winterfit zu machen, ist für die meisten eine Selbstverständlichkeit. Aber auch wenn das Wetter wieder schöner wird, kann ein kleiner Check ja nicht schaden. Das gilt für E-Autos genauso wie für Verbrenner, auch wenn es ein paar kleine Unterschiede gibt. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Fangen wir doch einfach mal mit dem Wichtigsten an: die Reifen. Mach den Reifenwechsel am besten um Ostern rum, außer du fährst Ganzjahresreifen, da brauchst du das natürlich nicht machen. Wichtig ist da dann auf Beschädigungen, Risse und vor allem die Profiltiefe zu achten. Gesetzlich sind hier 1,6 mm vorgeschrieben, bei Sommerreifen aber besser 3 mm oder noch mehr. Kleiner Tipp von mir: der goldene Rand einer 1-Euro-Münze, der ist genau 3 mm breit. Wenn dieser also im Profil komplett verschwindet, dann passt das eigentlich schon ganz gut. Und warum ist es jetzt wichtig, bei einem Elektroauto besonders auf die Reifen zu achten, also im Vergleich zum Verbrenner? Naja, weil manche Modelle wegen der Batterie etwas schwerer sind und das bedeutet auch mehr Abrieb. Ansonsten ist ein E-Auto eigentlich sogar besser für die Reifen, da man durch die Rekuperation sanfter bremst und auch die gleichmäßige Beschleunigung schonender ist. Außer du beschleunigst jetzt ständig mit voller Power, dann ist das wahrscheinlich ein bisschen anders. Dass du den Luftdruck regelmäßig prüfen solltest, versteht sich eigentlich von selbst, Stichwort hohes Gewicht. Stellst du oder deine Werkstatt fest, dass neue Reifen angebracht wären, dann lohnt es sich, nach Reifen zu schauen, die speziell für E-Autos entwickelt wurden. Einige Reifenhersteller haben da schon Modelle im Programm. Neben Herausforderungen wie Gewicht und Drehmoment stehen aber auch Punkte wie Rollwiderstand und Geräuschentwicklung besonders im Fokus. Auf zum nächsten Tipp: die Antriebsbatterie. Die Antriebsbatterie? Das klingt ja kompliziert. Wie will ich die denn warten? Keine Angst, die ist in einem geschlossenen System und wartungsfrei. Yay! Also die musst du wirklich nur checken, wenn irgendwelche Signallampen leuchten. Nächster Punkt: die Autobatterie. Wie? Autobatterie? Ja, die 12 Volt Autobatterie ist auch in einem E-Auto verbaut. Die ist ja auch beim Verbrenner nicht nur für den Anlasser zuständig, und so ist es auch beim Elektroauto. Sie versorgt im Grunde alle elektrischen Funktionen wie Licht, Fensterheber oder auch Blinker. Im E-Auto sorgt sie auch dafür, dass die Motorsteuerung für den Elektromotor richtig arbeitet. Das heißt, wenn die keinen Saft mehr hat, dann springt auch dein Elektroauto nicht mehr an. Gerade nach einem langen, kalten Winter solltest du also auch die 12 Volt Batterie prüfen und eventuell warten lassen. Und wenn es sein muss, natürlich austauschen. Allerdings haben einige moderne E-Autos, Tesla beispielsweise schon seit 2012, auch für das Bordnetz langlebige Lithium-Ionen-Batterien, die im Prinzip wartungsfrei sind, verbaut und länger halten als die herkömmlichen Bleibatterien. Der nächste Frühlingstipp: die Bremsen. Die Bremsen, noch ein Thema, das natürlich auch für Verbrenner gültig ist, aber eben für Stromer noch mal ein bisschen mehr. Warum das? Wegen der Rekuperation. Das Thema ist hier ja schon ein paar Mal aufgetaucht. In diesem Video gehe ich genauer auf das Thema Rekuperation ein. Aber nur mal ganz kurz, damit du weißt, was das mit der Bremse zu tun hat. Bei der Rekuperation dreht der Motor mit, sobald wir den Fuß vom Strompedal nehmen. Und dabei produziert er zum einen Strom, der dann wieder in die Batterie geleitet wird. Zum anderen bremst er sozusagen das Auto ab. Also je nach Einstellung so stark, dass man eigentlich kaum noch die Bremse benötigt. Das ist natürlich erstmal gut, was den Verschleiß anbelangt. Allerdings setzen die Bremsscheiben dadurch eher mal Rost an. Und das natürlich vermehrt bei Nässe, Salz und allem anderen, was der Winter so mit sich bringt. Mein Frühlingstipp deshalb: schau dir die Bremsen an. Wenn sie leicht rostig sind, wie die Bremsscheiben in diesem Beispiel hier, dann reicht es oft schon aus, die Bremsscheiben und Belege durch mehrmaliges starkes Herunterbremsen einmal richtig frei zu fahren. So, dass sie blank wieder voll funktionstüchtig sind. Sollten die Bremsen trotzdem noch quietschen, schleifen oder einfach nicht so gut zupacken, dann lautet die nächste Adresse am besten Fachwerkstatt. Einmal Bremsen erneuern bitte, heißt es dann. Kommen wir zu meinem Lieblingstipp: der Frühjahrsputz. Wenn du zu denen gehörst, die mit ihrem Auto jeden Samstag einmal durch die Waschanlage fahren, dann kann dir dieser Tipp jetzt egal sein. Falls nicht, gönne deinem E-Auto nach dem Winter eine gründliche Wäsche. Schneematsch, Nässe, Split und vor allem das Streusalz greifen früher oder später nicht nur den Lack, sondern auch diverse andere Teile des Fahrzeugs an. Wer will schon Rost oder zerkratzte Scheiben? Also ab in die Waschanlage und da am besten ein Programm mit Unterbodenwäsche auswählen, damit jeder Winkel mal so richtig ordentlich durchgespült wird. Um die Batterie musst du dir übrigens keine Sorgen machen, außer wenn der Unterboden bereits einen Unfallschaden hatte oder vielleicht auch Umbauarbeiten vorgenommen wurden, dann solltest du auf eine Unterbodenwäsche besser verzichten. Bei einem gebrauchten E-Auto solltest du vorab mit einer
Fachwerkstatt abklären, ob eine Unterbodenwäsche unbedenklich ist, wenn du in der Waschstraße das Rundum-Luxusprogramm bevorzugst. Wenn du nicht sicher bist, dann einfach auf eine Unterbodenwäsche verzichten. Allerdings solltest du den Akkubereich auch nicht unbedingt mit einem Hochdruckreiniger bearbeiten, denn sicher ist sicher. Ein kleines Aber gibt's allerdings noch und das bezieht sich auf Modelle von Tesla. Diese wurden erst ab 2021 mit einem besonderen Waschanlagenmodus ausgestattet. Mit älteren Modellen gab es schon mal Probleme während des Waschgangs, weil zum Beispiel die Türsensoren die Bürsten für eine Hand hielten und naja, den Rest kannst du dir denken. Ich hatte da auch schon mal eine komische Situation. Aber wenn du einen Tesla fährst, dann schau am besten mal in die Bedienungsanleitung. Der Waschanlagenmodus ist ganz einfach zu aktivieren. Alles klar, wenn dein Auto jetzt wieder blitzblank ist, dann solltest du dir auch mal die Scheibenwischer genauer ansehen. Die müssen im Winter auch so einiges aushalten. Also da lohnt es sich, vielleicht in ein paar neue zu investieren. Dann kommst du auch streifenfrei durch den Frühling. Mein Fazit: Wie du siehst, ein E-Auto frühlingsfit zu machen, das ist gar nicht schwer. Wenn du dir ein bisschen Zeit nimmst und auf die wichtigsten Dinge achtest, also ich hebe an der Stelle nochmal Reifen und Bremsen hervor, können die sonnigeren Tage ja gerne kommen. Ich fahre jetzt mal in die Waschanlage. Dahin musst du mir natürlich nicht folgen, aber ich würde mich freuen, wenn du mir auf dem Kanal folgst und noch die Glocke aktivierst. Dann sehen wir uns im nächsten Video schon wieder. Bis gleich. Einmal Bremsen erneuern, bitte. Oder was? So dass sie eben blank wieder voll funktioniert. Warum? Weil Rekuperation. Da ist alles mit drin. Ich fahre jetzt mal in die Waschanlage. Dahin musst du mir natürlich nicht folgen. Okay.